Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Hallo, ich bin Wiebke Wolf. Ich arbeite hier bei unseren Hyänen, hier in dem Afrika 1 Bereich und möchte euch heute ein bisschen über unsere Hyänen erzählen. Das sind Luena und Lubaya. Das ist die Luena, die man da gerade sieht. Lubaya. Hey! Lubaya kommt auch, natürlich. Das ist Lubaya. Lubaya kommt aus dem Leipziger Zoo und ist 2008 geboren und seit 2009 ist sie bei uns hier in der Zoom-Erlebniswelt. Und die Luena kam 2015 zu uns und ist 2010 geboren und kommt aus einem holländischen Zoo. Sie kommt aus Rhenen und die beiden leben hier halt zusammen. Es sind halt nur zwei Mädchen, wir haben keinen männlichen Part dazu. Es ist mit Hyänen ein bisschen schwieriger, auch sie nachher loszuwerden. Und wenn die Fortpflanzung klappt, dann sind wir hier doch etwas enger vom Platz her und dann müsste man wieder schauen, was man macht. Die beiden vertragen sich aber sehr, sehr gut. Als Beschäftigung machen wir das sehr oft, dass sie drüben auf die Löwenanlage können und da halten die beiden richtig zusammen. Also dann sieht man sehr gut, dass es ein Team ist und man kann die Löwen ärgern gehen an der Scheibe. Das ist die perfekte Beschäftigung, auch um einen Löwe mal auf Trab zu kriegen, wenn Nase an Nase da zu sehen ist. Ja, und das sind Tüpfelhyänen, wie man natürlich unschwer erkennen kann, mit diesen Punkten oder halt auch Fleckenhyäne genannt. Es gibt noch die braune Hyäne und die Streifenhyäne, wobei die Fleckenhyäne auch in der Systematik etwas außerhalb steht. Die anderen heißen als Gattungsname Hyäna und das ist Crocuta. Es gibt halt viele Unterschiede bei ihnen. Grob gesagt, sie leben in ganz anderen Verbänden. Das ist bei den Tüpfelhyänen heißt das Clan. Und das sind meistens um die 80 Tiere. Es können auch mal weniger sein, dass es mal 60 sind. Es kann aber auch ein Clan aus 120 Tieren bestehen. Die Mädels haben halt das absolute Sagen. Es gibt da wirklich eine Chefin. Und die weiblichen Tiere bleiben auch ihr Leben lang in diesem Clan zusammen. Und die männlichen Tiere sind immer eine Weile da und sind eher sehr rangniedrig und ziehen nachher wieder weg, damit es halt auch keine Inzucht unter den Tieren gibt. Sie sind eher vom Ruf her sehr, sehr schlecht. Zumindest bei den meisten Menschen, aber ich persönlich sage immer, die meisten Menschen kennen sich halt mit Hyänen nicht aus. Sie sind sehr, sehr, sehr wichtig in dem ganzen Ökosystem, dass es Hyänen gibt. Sie gehören zur Gesundheitspolizei, genauso wie es Geier auch tun. Wenn wir Hyänen nicht hätten, hätte Afrika ein Riesenproblem mit Kadavern und toten Tieren. Hyänen können alles aufräumen, alles aufessen, sodass halt einfach keine Krankheiten und Seuchen sich verbreiten können. Zudem, was aber auch wieder im Volksmund so ist, Hyänen sind reine Aasfresser, was überhaupt nicht stimmt, weil Hyänen sind sehr, sehr, sehr gute Jäger. Und da diese Art, diese Tüpfelhyänen, in einem riesen Clan zusammenleben, können sie sich auch erlauben, mit 30 Tieren, 40 Tieren auf die Jagd zu gehen und auch große Tiere zu erbeuten. Also auch ein Zebra, ein Gnu kann da mal als Futter enden bei denen, weil sie einfach in der Gruppe so stark sind. Im Gegensatz zu den anderen beiden, die braune Hyäne ist ja sogar eher als Einzelgänger teilweise unterwegs und die Streifenhyäne als kleiner Familienverband. Und da sieht die Beute dann ganz anders aus, weil ein Gnu würde natürlich lachen, wenn da 3 Hyänen nur vor einem stehen. Das interessiert ihn nicht. Aber bei 30 Hyänen ist das dann so eine Sache. Und Löwe und Hyäne, wir haben sie natürlich hier nebeneinander, aber in freier Wildbahn sind Löwe und Hyäne eher spinnefeind. Sie sind Futterkonkurrenten und können sich überhaupt nicht leiden.
oft wird in der freien Wildbahn auch geklaut, das Fleisch, aber es ist halt abhängig davon, wie viele Hyänen sind gerade an der Beute oder wie viele Löwen sind da. Also das überlegen sich diese beiden Gruppen dann auch sehr, sehr gut, ob es sich lohnt, diesen Kampf einzugehen oder nicht. Wer sich mehr mit Hyänen beschäftigt und wer Hunde mag, der liebt auch Hyänen. Hyänen sind mega intelligent, da stehen Löwen meilenweit weg. Es gibt viele, viele Versuche, die man sich auch anschauen kann. Und da sind Hyänen einfach grandios, was sie von vornherein checken, was sie erkennen, wo ein Löwe eher das später erst erkennt, wenn er da ist. Hyänen kann man mit allem beschäftigen, die sind einfach ganz, ganz toll. Sie lieben Joghurt, wenn wir es verteilen auf der Anlage. Hyänen, ja, könnten einfach am Leben mit teilnehmen und zeigen einem auch, ob man gemocht wird oder nicht. Hyänen sind einfach klasse. Wenn man sich die beiden jetzt anschaut, die sind auch ganz einfach auseinanderzuhalten. Jetzt die rechte, das ist unsere Luena. Luena hat oben an den Öhrchen so kleine Macken. Die sind ihr mal zugefügt worden von einer anderen Hyäne, wo es dann doch ein paar kleinere Auseinandersetzungen gibt. Aber auch dieses ist für Hyänen sehr human und okay. Luena ist breiter, sie ist etwas dunkler vom Fell her, sie ist kräftiger. Und unsere Lubaya hier unten, die ist wesentlich heller. Sie sieht sehr ordentlich und sehr gepflegt aus. Ja, und ist etwas schmaler und zierlicher. Luena hat auch das Sagen bei den beiden. Sie hat so doch die Oberhand hier. Und obwohl Lubaya auch sehr ranghoch ist von ihrer Mama, weil die Stellungen werden vererbt. Und umso höher eine Mama im Rang ist, das nimmt dann halt das Jungtier, das weibliche Jungtier muss man dazu sagen. Die Männer sind da raus aus der Nummer. Das nehmen sie halt an. Und so wie sie hier steht, unsere Luena, die wird gut ihre 75 Kilo auf die Waage bringen. Als Belohnung gibt es noch ein Eichchen, weil ihr so tapfer mitgemacht habt. Hopp. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.